Es gibt, glaube ich, keinen märchenhafteren Ort als hier im Märchencafé Grünberg, um den Tag des Gugelhupfs zu feiern. Und das liegt daran, hat mir Chefin Melanie Hausmann erzählt, dass auch schon Rotkäppchen wahrscheinlich einen Gugelhupf in ihrem Körbchen drin hatte, nicht wahr? Gehe ich von aus. Das ist ein sehr märchenhaftes Gebäck. Ja. Jetzt haben wir hier schon einige Sachen vorbereitet. Ja. Wie machen wir denn am besten so einen richtig leckeren Gugelhupf? Also ich starte mit den Eiern. 4 Stück in diesem Fall. Da ist es wichtig, dass man es pro Ei 1 Minute schlägt. Der Zucker kommt dazu. Wie viel? 150 Gramm. Gebe ich die Butter noch dabei, das sind 125 Gramm. Okay, so ein bisschen Zitronenabrieb, wie ich hier sehe, ist auch mit Richtig, dabei. Zitronenabrieb für den Geschmack. Und das Ganze ist wichtig, dass man das 4 Minuten schlägt, pro Ei 1 Minute. Okay. Jetzt haben Sie da so einen Mix aus Mehl, Stärke, was ist da noch drin? Backpulver und ein bisschen Vanille. Und das kommt jetzt alles da rein? Das wird jetzt abwechselnd mit der Milch in die Butter-Zuckermischung gegeben. Und das mache ich immer so in 2, 3 Schritten. Immer abwechselnd mal Mehlmischung und mal einen Schluck Milch, damit sich das gut verbindet. Woher kommt denn eigentlich der Name Gugelhupf? Das klingt ja schon alleine ziemlich märchenhaft. Ja, der Name Gugelhupf, habe ich gehört, kommt einmal von den Damen, früher von den Bäuerinnen. Die trugen als Kopfbedeckung ein Tuch, was wie ein Gugel um den Kopf gewickelt wurde. Und das Hüpfen oder Hupf kommt daher, dass man den früher mit Hefeteig gebacken hat und der Kuchen quasi im Ofen in der Form hüpft. Okay. Ja. Und jetzt heben Sie da den Eischnee drunter? Genau, jetzt hebe ich portionsweise den Eischnee drunter. Der sorgt dafür, dass der nachher schön luftig wird. Also ist so eigentlich auch schon so ein kleiner Trick, ne? Genau, das macht jeder anders. Manche verrühren die ganzen Eier. Ich finde die Variante einfach sehr lecker. Und die Gugelhupfform ist auch schon vorbereitet. Da haben Sie jetzt so Semmelbrösel reingemacht oder Grieß? Da habe ich jetzt gefettet und mit Grieß ausgestreut. Kann man natürlich auch mit Semmelbrösel wunderbar machen, was man zur Hand hat. Und dann löst sich das? Dann löst sich das einfach gut nach dem Backen aus der Form. Okay, dann würde ich mal sagen, rein mit dem guten Teig. Und ich wandere einfach schon mal um Sie rum zu unserem fertigen Gugelhupf-Exemplar. Und so sieht er dann zum Schluss aus, der perfekte Gugelhupf. Und ich kann es schon gar nicht mehr erwarten, Frau Hausmann. Ich muss jetzt leider hier ganz dringend reinbeißen. Und er ist einfach so fluffig, weich innen und so schön knusprig außen. Also wirklich perfekt. Vielen lieben Dank dafür, dass Sie mir die Woche oder den Start in die Woche versüßt haben. Sehr gerne, haben wir gern gemacht. Und wenn Sie sagen, wow, so ein leckerer Gugelhupf will ich jetzt auch unbedingt haben, dann kommen Sie jederzeit gerne vorbei. Denn so ein bisschen Märchenstimmung im November, das schadet keinem von uns.